Hallo zusammen, ich habe 130 Spiele für Montpellier gemacht, 25 für Tottenham, 40 für Paris, 106 für Schalke 04. Viel Spiel, viel Trikot und ich habe für euch 04 Trikot mitgebracht. Glück auf! Benji, du hast 4 Trikots hast du dir ausgesucht. Fangen wir mal an mit dem von Chelsea. Ja, das war meine erste Jahre in Tottenham und wir haben gegen Chelsea gespielt. Und nach dem Spiel habe ich gedacht, okay, Didier Drogba ist ein bisschen eine Legende. So, vielleicht kann ich fragen und ich bin jemand, ich mag nicht fragen ein Trikot, weil ich weiß, sie haben viele Fragen nach dem Spiel mit Familie, mit Freunden, mit Fans. Aber für Drogba habe ich etwas Besonderes gemacht, weil ich glaube, das ist einer der besten Stürmer in dieser Zeit. Stark, schnell, super Schuss im Tor. So, ich habe Gedanken, ich werde fragen und wenn er sagt nein, ich fühle mich nicht gut. Aber direkt hat er ja gesagt und ich war sehr froh. Und viele Freunde haben versucht zu nehmen zu Hause, aber ich habe immer gesagt, nein, 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 berührt nicht bitte. Das ist mein. Warum hast du das ausgesucht? Du hast auch 90 Minuten gegen Manchester United gespielt. Ja, ich habe auch in diesem Spiel gegen Manchester United habe ich zu Falcao, weil am Ende des Spiels wir haben zusammen gesprochen, weil ein Jahr vor wir haben mit Montpellier gegen Monaco gespielt und danach wir haben gesprochen und danach haben wir die Trikot wechselt. Ich habe diese gewählt, weil ja, für mich Drogba ist ja, ein Top-Spieler und ich mag auch, weil er war ein richtiger Leader von seiner Nationalmannschaft. In Afrika, ich weiß nicht, wie sagt man in Deutsch? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Elfenbeinküste. Elfenbeinküste, okay. Und ich glaube, dass er hat eine sehr starke Personalität. Und ich finde, dass die Spieler, das hat große Charakter, große Personalität. Ich mag das, weil sie sind Leader und für mich das ist ein bisschen ja, Vorbild. Du hast gerade über die Nationalmannschaft gesprochen, Elfenbeinküste. Das nächste Trikot ist auch ein Nationalmannschaftstrikot. Ja. Von einem ehemaligen Mannschaftskollegen. Ja, wir haben zusammen in Paris gespielt und ja, ich glaube, dass die Nationaltrikots sind ein bisschen besondere, weil ja, ein Spieler kann von Verein wechseln, aber seine Nationalität er kann nicht. Und er ist jemand, das ich mag. Er ist ein super Typ. Und ich habe Gedanken, okay, sein Trikot von Uruguay, vielleicht das kann ein Traumtrikot sein. Ich habe gefragt, Edi, wenn du kannst, vielleicht, ich möchte sehr gerne das haben. Er hat gesagt, ja, kein Problem. Ich habe gewartet und ich habe Gedanken, vielleicht in 6 Monaten ist okay, weil viele Leute in Südamerika, viele Fans, viele Familie. Er wohnt in Europa und vielleicht ist es ein bisschen schwer, ein Trikot zu kriegen. Direkt eine Woche später, er hat ein Spiel für die Nationalmannschaft gemacht und nach der Länderspielpause kommt er zurück und sagt, Benji, dein Trikot. Ich war überrascht und gesagt, du bist ein Ehrenmann und ja, das ist etwas, das ist nur ein Trikot, aber manchmal ist es etwas, das kommt mehr als, gibt ein Gefühl, das ist gut und ja, ich finde das geil und Uruguay ist auch ein besonderes Land. Sie sind die Erste, das hat Weltmeister geworden. So, für mich war top. Und die Farbe ist auch schön. Ist nicht ein Königsblau, aber das ist auch ein schönes Blau. Ja. Kommen wir zu den 2 emotionalsten Trikots wahrscheinlich für dich. Warum hast du dir dieses Trikot von Paris ausgesucht? Ja, das ist speziell, weil in 2015, der 13. November, war
Terroranschlag in Paris. Und nach dieser Geschichte haben wir ein Trikot gemacht, zu sagen, je suis Paris, das heißt, ich bin Paris, das heißt, wir zeigen Solidarität für die Leute und ja, das ist etwas, das ich werde immer erinnern. Das war eine Länderspielpause in dieser Zeit und ich war in Montpellier und ich habe viele Leute, das hat mich angerufen und ich habe gesagt, nein, ist das okay, ich bin 500 Kilometer weg von Paris, aber ich glaube, das ist Katastrophe für viele Leute und ja, das war sehr kompliziert, sehr schwer und in dieser gleichen Zeit müssen wir auch zeigen, dass wir möchten weiterleben und noch mehr zeigen, dass wir werden in der Straße gehen, wir werden leben, unser Leben, wir werden Liebe geben zum alle und wir werden nicht schützen und ich weiß nicht, wie sagt man, ja, zu Hause bleiben. Genau, und, sich verkriechen. Ja, wir verstecken uns nicht. Ja, und ja, das war ein Trikot, das wir haben gegen Malmö in Champions League getragen. Und auch finde ich sehr schön in Schwarz. Und diese Nachricht ist auch sehr stark. Und ja, es ist etwas, ich werde versuchen zu halten. Das ist ja ein von meinen Lieblingstrikots, ja. Kommen wir zum letzten Trikot. Letzte Trikot ist auch jetzt sicher der Smile. Weil wenn du fragst mich, was ist ein perfekter Tag, ich sage dich, in Fußball dieser Tag. Es gibt Sachen im Leben mit Familie zum Beispiel, das ich kann erinnern. Aber in Fußball, das ist fast ein perfekter Tag. Das ist mein Trikot von der Rückspiel gegen die Gelbe und wir haben 2-0 gewonnen. Das war eine Zeit, wo wir können, wenn wir gewinnen, wir machen einen großen Step nach vorne, um Vizemeister zu geworden. Das heißt, ein Spiel mit Druck über die Punkte, mit Druck über diese Derby und ein Spiel, das kann entscheiden, okay, sie können zurückkommen und Druck machen für die Reste der Saison oder wir können zeigen, wir sind die König, weißt du? Und da ist Schalke und du kannst nicht einen Punkt nehmen in unserem Stadion. Und das war ein Traum-Nachmittag. Das war Sonne, der Stadion voll. Das war alles, wir haben gemacht, war Erfolg, weißt du? Kono schießt ein Tor, danach Naldo, Kali ein super Spiel gemacht, die ganze Mannschaft ein super Spiel gemacht. Ich habe die Erinnerung, dass wir sind nicht nur 11 auf dem Platz, wir sind, ich weiß nicht, die Leute in der Stadion plus die Leute, das hat keine Ticket gekriegt und nur Krieger, weißt du? Nur Leute, das möchte auf dem Platz sein und das ist der Zeitstopp für mich. Und nach dem Spiel, ich habe etwas gemacht, zu wissen, das ist dieses Trikot von diesem Tag. So, ich habe diese 2-0 geschrieben, direkt in der Kabine. Und ja, für mich ist, wenn ein Tag ich bin traurig, ich gucke das, danach ich bin froh.
Das ist top. So, das war mein 04-Trikot und jetzt möchte ich etwas Besonderes zeigen. Einen Tag, ich habe zum Training gefahren und Tanja, das arbeitet für Schalke in Sicherheit, hat ein Geschenk zu mir gemacht. Und das war für mich eine große Überraschung und das kommt direkt in mein Herz. Ich möchte das mit euch teilen. Das ist mein Lieblingslied. Und jetzt habe ich dieses T-Shirt und jedes Mal, ich werde das tragen, werde ich stolz, eine Schalker zu sein. Danke, Männer.